Wie versprochen liefert Envision Entertainment alles, was möglich war, pünktlich zur Gamescom 2023 ab. Dabei lässt man von Release-Termin, Playtest, Demo und dem ersten echten Gameplay nichts aus, weswegen wir jetzt in den Pagonia News alles mal in Ruhe anschauen müssen. Gleich vorab, Pioneers of Pagonia startet wie versprochen fix in diesem Jahr am 13.12.2023, einen Tag nach meinem Geburtstag, in den Early Access. Das nun vorliegende Gameplay stammt dabei nicht von mir, sondern wurde von Volker Wertig höchstpersönlich vorab aufgenommen. Bei der vorliegenden Spielversion handelt es sich um eine Pre-Alpha-Version. Es ist also nichts final und viele Dinge wie diverse Animationen fehlen noch. Auch das noch sehr unübersichtliche HUD ist nur ein Platzhalter. Es soll euch also lediglich ein Eindruck vermittelt werden, wo die Reise in Zukunft hingeht. Aber lasst uns mal einen Spielstart anschauen. Zu Beginn dieser Partie startet Volker mit Holzfällern, Sägewerk und 2 kleinen Türmen, um die Landesgrenzen zu erweitern. Denn ein Steinvorkommen ist noch nicht erschlossen. Ergänzt wird die Grundproduktion durch 2 Grenzsteinhersteller und einen Sammler, damit direkt etwas Essbares vorhanden ist. Am Berg befindet sich ein Kupfervorkommen, welches dringend für die ersten Werkzeuge benötigt wird, weswegen die kleine Siedlung zügig um eine Kupferhütte ergänzt wird. Mittlerweile sind die Türme fertig, in die ersten Wachen eingezogen sind und welche nun damit beginnen, unsere Landesgrenzen in Richtung von einem Steinvorkommen mit den produzierten Grenzsteinen zu erweitern. Nachdem der erste Steinbruch in Auftrag gegeben wurde, ist es an der Zeit, eine Werkzeugschmiede zu errichten, denn Werkzeug ist für unsere Pagonia wieder ein wichtiges Element. Während unsere Wachen tapfer weiter unsere Landesgrenze erweitern, sei hier nochmal erwähnt, dass es neben einer Demo im Oktober bereits im September einen Playtest geben wird, für den ihr euch bereits jetzt anmelden könnt. Der Berg ist jetzt so weit erschlossen, dass die ersten Kohlevorkommen erreicht sind. Geologen wird es zum Start noch nicht geben, diese werden aber zu einem späteren Zeitpunkt im Early Access das Gameplay verfeinern. Nach einem kurzen Zeitsprung wird es Zeit für den Proviantmeister, in dem wir Proviant für Kundschafter herstellen können, sowie die erste Eisenschmelze. Da bei dieser Siedlungsgröße nicht mehr genug Bretter für den Bedarf produziert werden können, erweitern wir unsere Holzindustrie klassisch mit Holzfällern, Förster und Sägewerk. Allerdings werden unsere Planierer hier von einem Wildschwein gestört, weswegen wir dieses zunächst mit einem Jäger vertreiben oder zu Nahrung verarbeiten müssen. Mittlerweile wuseln bereits hunderte Pagonier durch die gewachsene Siedlung, die auch alle irgendwo versorgt werden müssen. Über den Markt und die Taverne finden Sie hier Verpflegung, die natürlich auch von euch vorab hergestellt werden muss. In der vorliegenden Gamescom-Version fehlen abzüglich des gerade erwähnten Wildschweines alle Arten von Gegnern sowie das eigene Militär bis auf die Wachen. Des Weiteren hat man uns noch nichts zu den neutralen Völkern oder generell zu Quests gezeigt, die euch zum Expandieren und Erforschen einladen sollen. Eben eine kleine Gamescom-Demo, um den Aufbau bzw. Siedlungspart des Spiels zu demonstrieren und vor allem, um in die Welt zu schreien, dass das Spiel zwar nicht die Siedler heißen darf, aber durchaus im Herzen trägt. Kommende Woche erwartet euch hier dann ein Video zur Geschichte des Entwicklerstudios Envision Entertainment sowie eine kleine exklusive Roomtour durch das Studio. Seid ihr also gespannt und bis dahin.